Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Wir bleiben nochmal beim Thema Weihnachten und drechseln uns hier so einen kleinen Christbaumanhänger aus Birke und Zwetschgenholz in der Inside-Out-Drechseltechnik. Wer den deutschen Begriff dafür kennt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß ihn nämlich nicht. Als Rohmaterial dient uns hier so ein Birkenbrettchen und ein kleines Abfallstückchen Zwetschgenholz. Das Ganze wird ein bisschen aufwendiger als die bisherigen Projekte. Das heißt, ich werde relativ viel erzählen und das Ganze nicht immer in der allerbesten Audioqualität. Dafür sage ich jetzt schon mal Entschuldigung, aber jetzt geht's los. Hier habe ich jetzt also 4 Stäbchen aus dem Birkenholz geschnitten, quadratisch und gleich groß. Das ist wichtig, dass das hinterher alles zusammenpasst. Ich bin mir sicher, den Effekt, was passiert, wenn es nicht hundertprozentig passt, kann ich euch nachher noch vorführen. Die Idee am Inside-Out-Drechseln besteht jetzt darin, das Ganze hier zu einer quadratischen Stange 2x2 zusammenzuleimen, temporär, anschließend zu drechseln. Und wenn ich dann anfange zu drechseln, dann arbeite ich hier beispielsweise so eine Kontur raus. Das Ganze natürlich symmetrisch. Und wenn ich das Ganze dann nach dem ersten Drechseln wieder zerlege und jeweils um 180 Grad drehe, sodass die gedrechselte Seite nach innen zeigt, dann kann man sich vorstellen, habe ich in der Mitte von meiner Stange einen Hohlraum. Wenn ich jetzt weit genug reingehe beim ersten Mal drechseln, sprich, wenn ich hier die Mittellinie zwischen den beiden Stäbchen überschreite, also ich drechsel hier sowas raus und von der gegenüberliegenden Seite das gleiche. Dann habe ich hier am Ende einen Hohlraum mit Durchbruch nach außen. Also ein Fenster, in dem ich dann in diese Höhlung in meiner Stange reinschauen kann. Es bringt also gar nicht allzu viel, hier zu hoch nach oben rauszugehen mit der Kontur, weil mein Fenster ja hier endet, hier und hier. Ich kann natürlich noch ein Stück weit hier reinschauen, aber hier jetzt eine ganz weit ausschweifende Kontur zu schneiden, hat eigentlich überhaupt keinen großen Sinn. Jetzt geht es also hier ans temporäre Zusammenleimen. Wie macht man das, dass man das am besten wieder auseinander bekommt? Ein Trick, sehr weit verbreitet, eine dünne Lage Papier jeweils dazwischen reinzukleben. Das hält ganz gut, aber es lässt sich wieder spalten. Da braucht es auch gar keine riesigen Mengen an Klebstoff. Da reicht wirklich ein bisschen. Wir wollen es ja wieder auseinanderkriegen. Es muss nur während dem Drechseln halten, dass uns die ganze Geschichte nicht um die Ohren fliegt. Ganz wichtig ist jetzt hier darauf zu achten, dass die Stöße wirklich komplett plan liegen. Weil alles, was jetzt hier übersteht und ungenau gearbeitet ist, kommt im letztendlichen Produkt gnadenlos zur Geltung. Ihr seht auch, ich verleime ganz bewusst nicht wirklich die ganze Fläche bis an den Rand. Das gibt dann nur Schwierigkeiten mit ausgedrücktem Leim, dass man am Ende vielleicht doch noch ein paar Holzfasern zusammenleimt, die dann beim Wiedertrennen reißen. Das genügt also vollkommen hier so eine Fläche. Wir sind beim Drechseln ja vorsichtig, dass da keine Riesenkräfte auftreten. Und dann ist das hier auch vollkommen in Ordnung so. Der Leim hat es soweit angezogen. Jetzt kommt die Endverleimung zum quadratischen Stab. Die überstehenden Papierreste noch kurz abschleifen, dass da wirklich nichts
die fugenlose Verklebung stört. Und auch hier gilt wieder, man muss gar nicht ganz bis an den Rand rausgehen mit dem Leim. Diese äußersten Ecken werden ja sowieso als erstes weggedrechselt. Und hier ist jetzt auch wieder darauf zu achten, dass kein Versatz hier seitlich stattfindet zwischen den einzelnen Teilen. Das äußert sich dann am Ende alles in Ungenauigkeiten und nicht passenden Kanten am fertigen Werkstück. Der Leim ist jetzt getrocknet. Ich habe die beiden Enden nochmal glatt abgesägt, damit sich das Ganze auf der Drechselbank leichter einspannen lässt. Jetzt fehlt nur noch eins, nämlich zum einen die Stücke markieren. Ich nummeriere die jetzt einfach im Uhrzeigersinn, so dass die Zahlen nach außen zeigen als Orientierung. Und um das Ganze jetzt wirklich narrensicher zu kriegen, mache ich mir jetzt noch hier einen Kreis auf die ursprüngliche Orientierung. Und ich weiß genau, die Kreissegmente müssen dann in der zweiten Aufspannung nach außen zeigen. Was es hier jetzt noch zu beachten gibt, wir haben ja mit dem Papier ganz bewusst eine Sollbruchstelle eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur eine rotierende Körnerspitze nehmen würde im Reitstock, dann könnte es sein, dass die mir mein Werkstück sprengt. Ich gehe ja genau hier in die Mitte rein und deshalb verwende ich einen etwas anderen Mitnehmer, nämlich hier so eine Körnerspitze mit Druckring, nennt sich das, wo die Spitze nur zur Zentrierung dient und diese ringförmige Kante gräbt sich dann ins Werkstück ein und das ist dann der eigentliche Gegenhalter. Also keine Gefahr, hier mein Werkstück zu spalten. Bei dem vollständig durchgetrockneten Holz können natürlich immer kleine Splitter wegfliegen, beim Drechseln ohnehin ständig die Gefahr. Und das trockene Holz staubt natürlich auch deutlich stärker. Das heißt, ich werde hier Helm mit Gesichtsschutz und Atemfilter benutzen. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ich definiere zunächst mal den Bereich des späteren Sichtfensters. Das heißt, ich muss jetzt reinschneiden bis über die Mittellinie hinaus. Kurzer Kontrollblick, Mittellinie erreicht, aber gerade so. Das heißt, wir müssen hier noch deutlich weiter rein, sonst sieht man kaum was von dem Hohlraum und das Fenster wird zu klein. Okay, damit lassen wir es mal bewenden. Jetzt noch ein bisschen schleifen an die spätere Innenseite hier. Kommt man ja sonst überhaupt nicht mehr ran. Das machen wir also jetzt sofort. Okay, jetzt heißt es aufbrechen und neu verleimen. Es ist immer ein bisschen schwierig, in die Trennfuge wieder reinzukommen, um das Ganze aufzubrechen. Ich mache mir deshalb das Leben ein bisschen leichter und säge auf jeder Seite kreuzförmig einen kleinen Schlitz in die Fuge rein, sodass ich dann mit dem breiten Stemmeisen reingreifen kann. Jetzt kann man sich das Ganze auch besser vorstellen, wenn ich die Stücke jetzt wieder zusammensetze. So war es ja ursprünglich. Und jetzt drehen wir einfach jedes Teil um 180 Grad, sodass dieses kleine Kreisbogensegment, was ich mir da angezeichnet hatte, nach außen zeigt.
die Reihenfolge dabei beibehalten. Das kann man auch schon ahnen, wie das Ganze dann aussehen wird. So wird es jetzt also zusammengeleimt. Die Kanten hier passen relativ gut. Spricht also dafür, dass wirklich alles quadratisch, da stimmt es nicht hundertprozentig. Also man sieht schon, man muss da sehr, sehr sauber arbeiten und wahrscheinlich immer noch ein kleines bisschen nachverputzen dann am Ende. Auf jeden Fall wird das Ganze jetzt in dem Zustand wieder zusammengeleimt und dann nochmal überdrechselt. Bei der zweiten Verleimung wird die Leimfuge wirklich in der ganzen Fläche verklebt. Wir wissen ja nie genau von vornherein, wie weit wir reindrechseln wollen. Da können wir uns also keine offenen Stellen erlauben. So, ich glaube, jetzt verlässt mich einfach der Mut, noch dünner zu werden. Jetzt wird geschliffen. So, den Zippel da unten muss ich jetzt natürlich von Hand noch ein bisschen versäubern. Und dann wäre mal die grobe Form fertig. Oder was heißt die grobe Form? Dann wäre das Ding soweit fertig. Jetzt machen wir vielleicht noch aus einem kontrastierenden Holz eine Kleinigkeit, wo man innen reinstellt, einfach nur als Deko, dass es ein bisschen nach mehr aussieht. Und jetzt wie immer das Schönste am Ganzen, das Ölen. Und weil ich da so schlecht innen reinkomme, ich wollte es aber auch nicht ölen vorm Verleimen, sonst hätte es vielleicht gar nicht mehr gehalten. Weil ich so schlecht reinkomme, wird es jetzt einfach getaucht.